Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf den Children's Online Privacy Protection Act oder einfach nur COPPA, wie ihn seine Freunde nennen dürfen. Und bevor wir loslegen, hier der rechtliche Hinweis. Dies ist definitiv keine Sendung, die für Kinder unter 13 Jahren gedacht ist. Auch wenn sie teilweise von Personen geschrieben wurde, deren geistiger Zustand der eines 12-Jährigen ist. Was wiederum auch die vielen Pupswitze in der Show erklärt, die ich alle händisch rausstreichen musste. Meistens. Deshalb hier nochmal der Hinweis, diese Sendung ist nicht für Kinder unter 13 gedacht oder Millennials unter 25. Noch da müssen Mami und Papi die Hände halten. Trotz alledem müssen wir hier unserem öffentlich-rechtlichen Informations- und Bildungsauftrag erfüllen und um dies zu untermauern, setzen wir unten links ins Bild ein Dildo. Aber weil ja trotzdem theoretisch Kinder zusehen könnten, verpixeln wir die natürlich. Und daneben lassen wir ein Zebra tanzen. Und wenn du jetzt denkst, spricht das nicht doch eher Kinder an? Ja, aber es ist auch bekannt, dass die Mitarbeiter der FTC die COPPA durchsetzen und überwachen, unheimlich auf Zebra stehen. Und es ist mir persönlich sehr wichtig, mich mit diesen Jungs und Mädels gut zu stellen, weil ich echt keinen Bock habe, wenn ich in New York nächstes Mal lande, dann $40.000 Strafe wegen diesem Video zu bezahlen. Denn es ist schon schwer genug, $2 Millionen am Körper festzukleben und damit nicht erwischt zu werden. Wenn ich dann aber davon 40.000 bei der Einreise rausfischen muss, könnte das zu unangenehmen Folgefragen führen. Gut, damit denke ich, sind wir komplett auf der sicheren Seite, dass, wenn jemand von der FTC sich dieses Video anschaut, nichts zu beanstanden hat. Aber um das selber zu sehen, schalten wir am besten einmal in einen Überwachungsraum der FTC. Denn was die können, können wir schon lange. Wo wir scheinbar direkt von der Webcam das Bild bekommen. Und das sieht alles gut aus, keine Alarmsignale. Allerdings ist so nahes Arbeiten am Bildschirm echt nicht gut für die Augen. Also können wir erst einmal weitermachen. Bevor wir dann aber auch gleich zu COPPA kommen, muss ich nur vorher einmal ausholen. Denn eigentlich war diese Show mal geplant gewesen, um uns über Kinder als Influencer zu unterhalten. Denn heute sind Kinder als Influencer das nächste große Ding. Früher war das anders, da projizierten Eltern gerne ihr Sportliches nicht können auf ihre Kinder, die es besser machen mussten. Ich selber hatte das Glück, einen solchen Vater gehabt zu haben, sodass ich, während ich kaum laufen konnte, schon Schlittschuhlaufen gehen musste. Und es gibt wohl kein schöneres Weihnachten, als wenn man sich eine He-Man-Figur wünscht und unter dem Tannenbaum ist nur ein neuer Satz von Schlittschuhen. Deshalb hasse ich Schlittschuhlaufen, kann es aber immer noch. Aber so lief das Geschäft eben früher und immerhin brauchte man als Kind dafür wenigstens so etwas wie Talent. Heute braucht man das eben nicht mehr. Heute kann jeder Influencer sein. Egal ob er oder sie einen Wortschatz von weniger als 200 Worten besitzt, Fresh und Tight gehören nicht dazu. Oder sogar noch weniger. Und allen Influencern geht es dabei nur um eins. Nicht etwa dir zu zeigen, wie man Müll vermeiden kann, sondern dich dazu zu bringen, noch mehr Müll zu kaufen. Nämlich ihren Müll. Dementsprechend war der Aufschrei auch groß, als das neue Urheberrecht abgesegnet wurde in der EU. Denn das hat massive Auswirkungen auf uns alle hier bei YouTube und den anderen sozialen Netzwerken. Aber noch mehr zerstört es das Geschäftsfeld vieler Influencer. Dagegen war das Feld der Kinderinfluencer weitestgehend unbehelligt geblieben. Klar, Moral, Ethik und Anstand könnten hier die Regeln setzen, aber Eltern, die ihre Kinder in der Badewanne nackt filmen, wie er oder sie mit den werbefreundlichen Produkten spielt, hat den Rahmen von Moral, Ethik und Anstand schon lange hinter sich gelassen und macht es Individuen sehr einfach, die diese Videos nicht gucken wegen der Spielsachen. Bis dann COPPA bei YouTube erschien. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu kinderfreundlich. Am besten schalten wir mal wieder zur FTC und schauen, ob sie schon etwas bei uns gefunden haben. Okay, sie haben ihr Periskop ausgefahren, wusste gar nicht, dass die FTC ihr geheimes HQ unter der Erde hat, fast wie der klassische Bond-Villain. Aber immerhin haben sie noch keinen Verstoß bei dieser Show gefunden. Dafür allerdings ein U-Boot, bestimmt ein geheimes russisches Kinderkanal-Spionage-U-Boot. Aber das bringt uns nun direkt zu COPPA. Und wer jetzt denkt, danke Trump, denkt schon einmal vollkommen richtig. Nur leider nicht in diesem Zusammenhang. Denn COPPA, also der Children's Online Privacy Protection Act,
schlechtester Name einer Figur bei SpongeBob stammt aus dem Jahre 2000. Also zu einer Zeit, als wir noch dachten, dass George W. Bush der schlechteste US-Präsident aller Zeiten wäre. Wie sich die Zeiten ändern. Dieser Children's Online Privacy Protection Act, wie übrigens Bibos dritter Cousin auch heißt, hatte das Ziel, die Privatsphäre und den Datenschutz von Kindern unter 13 sicherzustellen. Nicht, dass das deren Eltern auch könnten, stand aber auch nie so explizit im Beipackzettel bei den Kindern. Jedenfalls, yada yada yada, könnte die Geschichte um Copper hier in den USA enden. Denn das hier ist nun einmal Deutschland und nicht eine Außenfiliale von McDonald's. Noch. Sprich, bei uns gelten nur die Regeln und sogenannte Gesetze von hier vor Ort. Genau deshalb interessiert sich auch kein soziales Netzwerk für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz außerhalb von Deutschland. Wäre ja auch komisch, wenn ausländische Gesetze bei uns auf einmal gelten würden. Dann würden Russland und China nicht mehr aus den Drucken neuer Gesetze rauskommen. Aber YouTube wurde im September letzten Jahres zu einer 170 Millionen Dollar Strafzahlung verdonnert, weil sie sich nicht an die Einhaltung des Children's Online Privacy Protection Act, Name der neuen Trilogie von Star Wars, gehalten haben. Und um weitere Strafen zu verhindern, gilt nun seit dem 01.01. Copper weltweit auf YouTube. Und da wir hier auf einer Videoplattform unterwegs sind, die rechtlich in den USA angesiedelt ist, nicht steuertechnisch natürlich, müssen wir uns nun alle auf YouTube den Regeln des Children's Online Privacy Protection Act, seltsam wirkender Name eines mir bekannten Pokémons, beugen. So, jetzt habe ich vermutlich ungefähr 20 Mal Copper gesagt, deshalb sollten wir einmal schauen, was die FTC gerade macht. Nicht, dass sie uns nur auf dem Radar haben. Okay, scheinbar ist da gerade Mittagspause und alle Mitarbeiter sind beim Kinderkarussell fahren. Das nenne ich mal eine ausgewogene Work-Life-Karussell-Balance. Aber das gibt uns die Chance jetzt kindgerechter weiterzumachen. Natürlich hat uns YouTube mit Copper nicht alleine gelassen, sondern hilft gerade den kleineren Kanälen, deren Inhalte vielleicht auf den ersten Blick Kinder ansprechen würde, damit keiner Gefahr läuft, 40.000 Dollar Strafe an die FTC zu bezahlen. Denn YouTube interessiert sich für dich, nicht die Bohne. Um nicht selber nun bei der FTC einen Dauerauftrag einrichten zu müssen, wälzt YouTube das alles lieber auf deinen Rücken ab. Sei es, indem bei den betroffenen Videos die Kommentare deaktiviert werden oder es keine Monetarisierung mehr gibt. Und das ist das Beste, was auf YouTube je passiert ist seit dem ersten Katzenvideo, weil es vor allem YouTube selber die Einnahmen kostet. Nur schadet Copper massiv den vielen Millionen kleineren Kanälen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Jeder, der Content macht, welcher im entferntesten Sinne Kinder ansprechen könnte, die unter 13 Jahre alt sind, steht automatisch immer schon auf der Anklagebank der FTC. Egal, ob der Inhalt sich gar nicht an Kinder richtet. Und so werden viele lieber gar nichts mehr produzieren, als Gefahr zu laufen, Strafe zu bezahlen. Weil es YouTube als Betreiber nicht anders hinbekommt, als suffisant zu empfehlen, bei Fragen zum eigenen Video einfach einen Anwalt zu konsolidieren. Wer war nochmal das milliardenschwere Unternehmen mit einer der größten Rechtsabteilung dieser Welt? Waren das die Burgis oder doch die Battledore? Oder war ich das schon wieder? Habe ich das schon wieder vergessen? Natürlich habe ich es mit der Show einfacher, denn ein verpixelter Dildo spricht Kinder nicht an. Den können sie im Nachtschrank von Mami finden oder bei Papi. Das weiß auch die FTC, also mit dem Dildo bei Papi und dem hier. Aber ein tanzendes Zebra? Versteht ein FTC-Mitarbeiter, dass sich das nicht an Kinder richtet? Denn das hier ist nicht irgendein tanzendes Zebra, sondern es steht für die 100 echten tanzenden Zebras, die in Kolumbien auf den Straßen für Verkehrsordnung sorgen. Versteht es aber auch ein Algorithmus? Aber vor dem Finale schauen wir lieber ein letztes Mal, was die FTC macht. Super, die Mitarbeiter der FTC feiern. Feiern sie jetzt, weil ich nächste Woche eine 2 Millionen Dollar Rechnung bekomme? Oder feiern sie, weil das tanzende Zebra sie dazu angestiftet hat? Ich schätze mal, dass selbst die FTC das nicht einmal selber weiß. Denn um ihr eigenes Copper zu kontrollieren, bräuchten sie selber Millionen von Mitarbeitern. Oder aber Bots, oder sie sourcen das nach China aus. Also fassen wir einmal zusammen. YouTube hat die Verletzung von Copper 170 Millionen Dollar gekostet. Um nun
keinerlei neue Strafe zu riskieren, musst du nun deinen Hintern dafür herhalten. Und falls du Fragen hast, ob dein Video gegen COPPA verstößt, frag am besten einen Anwalt oder eine Wahrsagerin oder lese selber im Kaffeesatz. Das alles ist mehr als peinlich für YouTube. Wieder einmal. Nur wie weit kann YouTube den Bogen noch spannen, bis ihnen die Scheiße selber ins Gesicht fliegt? Und nicht zu vergessen, das alles hier mit COPPA ist auch nur ein weiterer Vorgeschmack auf die Urheberrechtsreform. Also bei Fragen über Risiken oder Nebenwirkungen, frage bitte das Orakel von Delphi oder triff dich mit einem Anwalt hinter Obi für rechtlichen Beistand und namenlosen Sex. Ach so, eine kleine Sache noch. Das hier unten links ist übrigens gar kein Dildo, sondern das war nur ein verpixelter Grimme Online-Preis. Denn der wird bald wieder vergeben und ich habe mehrere Wetten laufen bei einigen legalen und illegalen Buchmachern, dass das Grimme-Institut auch dieses Jahr bestimmt die Show wieder übergehen und nur den Scheiß nominieren wird, der entweder schon vor einem halben Jahr in der FAZ stand oder bei Funk läuft. Deshalb habe ich hier eine Ausgabe der FAZ mit einem 8-seitigen und sehr wohlwollend klingenden Artikel über die Show von Klaas Relotius. Und ich habe hier ein Funklogo, das ich mir jetzt ans Revers klebe. Wenn das alles jetzt nicht reicht, um etwas Besonderes geleistet zu haben, was übrigens auch in den Kriterien zur Nominierung steht, scheinbar liest das noch nicht einmal die Grimme-Jury selber durch, dann weiß ich auch nicht mehr weiter und dann muss ich zu RTL gehen. Mal wieder. Das war's wieder von der in der FAZ erwähnten Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Funk Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.